Die größte Glocke Estlands läutet zum 2. Jahrestag der Befreiung des Landes von der bolschewistischen Zwangsherrschaft. In den Straßen Revals marschieren Sport- und Trachtengruppen auf. Reifengymnastik junger estnischer Mädchen im Stadion. Niederländische Freiwillige der Waffen-SS nach ihrer Ausbildung. SS-Obergruppenführer Rauter besichtigt den Verband. Die Truppe ist zur Vereidigung angetreten. Der Eid auf den Führer. Der bekannte deutsche Segelflieger Yachtmann startet an der Ostseeküste zu einem Rekordflug. Verpflegung für mehrere Tage wird verstaut. Yachtmann war vor 2 Jahren mit dem Flugzeug abgestürzt und hatte eine schwere Beinverletzung davongetragen. Trotzdem ist er der Fliegerei treu geblieben. Start! Bei diesem Flug gelingt Yachtmann ein neuer Weltrekord. Er bleibt fast 56 Stunden mit seinem Einsitzer in der Luft. 3 Tage und 2 Nächte. Wind bleibt, haben die Kameraden auf der Erde als Fingerzeig für den Flieger in den Sand geschrieben. Alles hängt von der geschickten Ausnutzung der Windlage ab. Wie eine Möwe schwebt das Flugzeug über der Küste. Blinkzeichen während der Nacht. Glückwunsch der Fliegerkameraden. Yachtmann setzt zur Landung an. Landung. Obersturmführer Yachtmann wurde für seine Leistung vom Korpsführer des NSFK, Generaloberst Keller, zum Sturmbannführer befördert. In seinem Hauptquartier empfängt der Führer 4 Fliegeroffiziere, die sich in zahlreichen Einsätzen hervorragend bewährt haben, und überreicht ihnen hohe Tapferkeitsauszeichnungen. Major Grasser und Hauptmann Wittgenstein erhalten das Eichenlaub. Hauptmann Nowotny und Hauptmann Rall die Schwerter.
Hauptmann Nowotny errang bisher über 230 Luftsiege. Mittlerer und südlicher Abschnitt der Ostfront. Ein deutsches Verpflegungslager. Die Vorräte werden von unseren Soldaten verladen und in die neuen Stellungen transportiert. Die Verlegung der Front wird in voller Ordnung durchgeführt. Wegweiser für die zurückgehenden Verbände. Übergang über eine große Dnieperbrücke. Pack und Flak sichert den Brückenkopf. Auch die Zivilbevölkerung geht über den Strom. Das Vieh wird mit zurückgeführt. Zum Transport der Fahrzeuge und der Herden werden vielfach Fähren benutzt. Zur gleichen Zeit werden in dem freigemachten Gelände die kriegswichtigen Einrichtungen gesprengt. Auch eine reparaturbedürftige Lokomotive wird vernichtet. Kein Lagerhaus, keine Fabrik und keine Unterkunft fällt unzerstört in die Hand des Feindes. Nachhuttruppen bleiben bis zuletzt am Feind. Gräben werden ausgehoben. Immer wieder setzen sich unsere Soldaten zu hinhaltendem Widerstand fest. Sowjetische Flieger leiten einen Angriff gegen unsere Sicherungsverbände ein. Ein hartes Nachhutgefecht entbrennt.
Nach dem Übergang der Truppen und des Materials sind die Brücken gesprengt worden. Pioniere setzen als letzten Sturmboten über den Dnepr. Das zurückbleibende Ufer ist in gewaltige Rauchschwaden gehüllt. Im Süden der Ostfront wurde der vorgeschobene Kuban-Brückenkopf geräumt. Die Räumung begann am 13. September und wurde am 9. Oktober beendet. Der Hafen von Novorossiysk, er wurde nach Vernichtung der kriegswichtigen Anlagen verlassen. Bei der Zurücknahme der Front darf die Fühlung mit dem Feind nicht verloren gehen. Ein Stoßtrupp wird im Lagunengebiet des Kuban eingesetzt. Das Geräusch der Sturmboote zieht bald das Feuer der feindlichen Artillerie auf sich. Unter heftigem Beschuss wird gelandet. Eine Kräftegruppe des Feindes ist ausgemacht und wird beschossen. Der Stoßtrupp hat seinen Auftrag erfüllt. In rasender Fahrt geht es zurück. Die deutschen und rumänischen Truppen, die sich in mustergültiger Ordnung auf die Krim zurückzogen, haben in den letzten Monaten unter schwierigsten Kampfverhältnissen alle feindlichen Großangriffe blutig abgeschlagen. In großer Zahl werden Minen ausgelegt. Alle Maßnahmen werden getroffen, um dem Feind das Nachrücken zu erschweren. Auch in diesem Abschnitt schloss sich die Zivilbevölkerung unseren Truppen an, um der bolschewistischen Herrschaft zu entgehen. Sobald der letzte Zug die Strecke passiert hat, erfolgt die Sprengung der Bahnkörper. Mit Kriegsgerät voll beladen treffen die Züge in einem Palladehafen auf der Taman-Halbinsel ein. Ein großer Teil des Materials wird mit der Drahtseilbahn in Sicherheit gebracht. Fliegeralarm!
Der Feind richtet einen schweren Bombenangriff gegen einen unserer Verladeplätze. Unsere Flak entwickelt ein rasendes Abwehrfeuer. Der Himmel ist mit Sprengpunkten übersät. Ein sowjetischer Bomber ist getroffen. Er explodiert noch vor dem Aufschlag. Der Pilot ist mit dem Fallschirm abgesprungen. Er stürzt ins Meer. Nach dem Bombenangriff wird die Verladung des Materials fortgesetzt. Der Hafenquai hat keinen Schaden davon getragen. Schiff auf Schiff überquert die Meerenge von Kertsch. Deutsche und rumänische Stuka-Verbände fügen dem Feind bis zuletzt schwerste Verluste zu. In den harten Kämpfen vom 1. Februar bis zum 9. Oktober 1943 betrugen die blutigen Verluste der Bolschewisten im Kuban-Abschnitt mehr als 355.000 Mann. Aufklärungsvorstoß deutscher Zerstörer in den Atlantik. Der Verband in Kiellinie. Befehl des Flottillenchefs, verdächtiges Fahrzeug untersuchen. Ein Zerstörer schert aus und bringt ein Boot zu Wasser. Die Schiffspapiere werden geprüft und in Ordnung befunden. Es handelt sich um ein französisches Fischerboot. Ein kleiner Tauschhandel befriedigt beide Seiten. Feindberührung. Klar, Schiff zum Gefecht. Die Panzerblenden werden geschlossen. Das Feuer wird eröffnet. Der Gegner antwortet. Ein feindliches Schiff ist getroffen. Die kämpfenden Verbände haben sich auf Torpedoschussweite genähert. Ein Fächer wird geschossen.
Treffer beim Feind. Er dreht ab. Unsere Schiffe setzen die Fahrt fort.